Heute schauen wir uns in Kingdom Come 2 Alchemie an und einen der wichtigsten Tränke, der Trank, mit dem wir speichern können. Ja, der sogenannte Retterschnaps ist natürlich essentiell. Damit können wir zwischendurch speichern. Das müssen wir natürlich immer mal wieder machen. Macht schon Sinn, gerade wenn wir als Diebe unterwegs sind und so ein bisschen uns absichern wollen. Schadet natürlich nicht. Zusätzlich haben wir während der Quest, während der Diebesquest beim Müller auch noch eine Aufgabe und da müssen wir Minte herstellen, ein Parfüm. Und dieses Parfüm müssen wir auch über Alchemie herstellen. Also diese beiden Sachen, die gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Wie stellen wir den Retterschnaps her und dann dieses Parfüm? Der Alchemietisch, an dem ich hier stehe, ist der Alchemietisch hier in Troskowitz, also direkt in dem Dorf beim Apotheker. Das hier ist das Gebäude vom Apotheker. Hier waren wir natürlich schon, klauen. Und hier kriegen wir zusätzlich auch immer mal wieder weitere Blumen. Hier vorne im Garten, da weiter hinten im Garten und so weiter. Also hier gibt es richtig viele Blumen und hier sind wir ganz gut versorgt mit allem, was wir brauchen. Allgemein haben wir hier, wenn wir starten, auf der einen Seite unser Rezeptbuch und hier haben wir dann die verschiedenen Komponenten. Also, wir haben hier einmal einen Mörser und den Tiegel, dann haben wir hier eine Destille nochmal extra. Bei der Destille stehen direkt natürlich auch hier die Fiolen und die Fiolen werden dann sozusagen als Auffangbehälter verwendet, also da kommt dann die Essenz am Ende rein. Zu allen Rezepten sozusagen, bei allen Rezepten brauchen wir jedes Mal eine Basis. Und die Basis, die sehen wir eben auch im Rezeptbuch immer. Und es gibt eben hier an den Flaschen, wenn wir jetzt hier den Wein zum Beispiel nehmen, der hat oben dieses Dreieck noch so eingeritzt. Oder hier ist das umgedrehte, so eine Pyramide auch mit drin. Und da ist dann immer noch so ein Strich dran. Also man muss halt schon genau gucken, was ist es für eine Basis. Und wenn wir hier dann mal in das Buch reinschauen, hier haben wir dann verschiedene Rezepte auch schon drin. Das wird natürlich mit der Zeit immer wieder mehr und mehr. Man findet immer mehr Gegenmittel zum Beispiel und so weiter. Das Ganze sehen wir auch, wenn wir I drücken und auf Handwerkskunst klicken. Tränke, Gifte, Kräuter, da sehen wir, was wir alles haben, was eben vorrätig ist. Und wenn wir bei den Tränken schauen, hier haben wir überall ein Häkchen dran, das können wir alles herstellen. Ein Gegenmittel zum Beispiel können wir gerade nicht herstellen. Da sehen wir dann drüben rechts, hier fehlt dann die Holzkohle zum Beispiel. Genauso hier bei der Seife, wenn wir Seife herstellen wollen, fehlt uns das. Was wir jetzt gleich herstellen, ist zum einen die Minte. Das ist wie gesagt das Rezept oder das Parfüm. Das brauchen wir im Laufe der Quest. Und wir brauchen natürlich direkt darunter den Retterschnaps und damit fangen wir gleich an. Und hier sehen wir aber auch schon, was wir hier für eine Basis haben. Also das ist die Basis, das Dreieck mit dem Strich oben durch und bei der Minte ist es das auch. Hier ist es eine andere Basis, die Pyramide mit dem Strich durch und das sehen wir dann eben auch immer hier an diesen Karaffen. Ne? Das ist dann einmal Spiritus bzw. Vinum, also auf Weinbasis das Ganze. So, öffnen wir nochmal alles und gehen dann hier nochmal schön rein, suchen uns die Seite raus und gucken nach dem Retterschnaps. Damit fangen wir einfach mal an. Hier ist er, Retterschnaps. Also, wir haben Weinbasis. Du benötigst, da steht es dann auch nochmal drin, du benötigst Wein, eine Handvoll Nesseln und 2 Handvoll Tollkirschen. Gib die Nesseln in den Kessel und lasse sie für 2 Sanduhrdurchläufe kochen. Zerkleinere die Tollkirschen, gib die Tollkirschen in den Kessel und lass alles für eine Sanduhr kochen. Zu guter Letzt einschenken. Dann haben wir's. Also, das ist jetzt der Durchlauf. Da oben ist es auch noch mal bildlich beschrieben. Wein rein als Basis. Ich würde sagen, wir fangen damit einfach mal an. Das heißt, wir drücken jetzt einfach mal die Taste R, kommen damit wieder zurück hier zu der Basis und wir nehmen hier einmal den Wein. So, zack. Ist übrigens auch immer vorrätig an diesen Alchemieschränken oder Tischen. Sehr praktisch. Jetzt haben wir hier die Weinbasis. Und dann müssen wir hier auch nochmal was abstellen. Und zwar die beiden Komponenten, die wir brauchen. Also Nesseln. Das heißt, wir haben hier
im Inventar, wenn wir I drücken, die verschiedenen Komponenten. Das hier alles schon getrocknet. Und das gibt es aber dann natürlich auch noch hier als frische Komponenten. So, da haben wir die Nesseln. Das klicken wir doppelt an. Und wir haben dafür die Tollkirsche. Auch das klicken wir doppelt an. Und dann haben wir jetzt hier getrocknete Nesseln, getrocknete Tollkirsche. Das ist natürlich praktisch. Es gibt übrigens auf der Map immer mal wieder so Orte, wo steht, da steht so ein Trocknungsort oder so ein Trocknungsregal. Das verwenden wir natürlich auch immer mal wieder gerne, um sowas eben zu trocknen. Jetzt schnappen wir uns einfach mal die getrockneten Tollkirschen und füllen die hier in den Mörser rein. Und dann nehmen wir hier den Stößel, einfach immer mit E anklicken und dann wird das Ganze schön gemörsert. Denn das müssen wir ja später verwenden. So, dann haben wir das schon mal mit R einfach wieder zurückgelegt. Und dann haben wir hier schon mal die zermörserten Tollkirschen drin. Und ja, wenn wir uns halt nicht sicher sind, einfach immer mal wieder kurz einen Blick hier ins Buch werfen. Wir fangen jetzt also an, wir haben den Wein schon mal drin, wir haben die Tollkirschen, die haben wir zermörsert. Das haben wir hier, zerkleinere die Tollkirschen, das haben wir auch schon gemacht. Der Wein ist drin und jetzt gucken wir eben, jetzt muss das gleich alles schön nacheinander durchlaufen. Das heißt, wir lassen jetzt hier, wir drücken einfach nochmal E, nach unten bewegen. So, und dann fängt das gleich an zu kochen. Und dann nehmen wir 2 Hände, so, jetzt geht das schon los, jawohl. Das blubbert auch schön. Und jetzt nehmen wir 2 Hände von den Nesseln. Einmal und nochmal. Und lassen das dann auch noch für 2 Sanduhrdurchläufe, auch wieder mit E. Lassen wir das schön die ganze Zeit da drin kochen. Einmal durchlaufen und danach direkt nochmal. Jawohl. Und nochmal durchlaufen lassen. Und wenn das durchgelaufen ist sozusagen, dann machen wir den Kessel erstmal wieder nach oben. So, dann hört es auf zu kochen. Dann schnappen wir uns hier den Mörser sozusagen. Das haben wir dann auch. Und kippen das dann auch noch damit rein. Und lassen das dann nochmal nach unten. So, nochmal wieder mit E. Lassen das nochmal durchkochen sozusagen. Ein Sanduhrdurchlauf. Fängt es nochmal an zu kochen. Ich lasse nochmal ein bisschen länger. So, das ist jetzt gleich durchgelaufen. Dann machen wir den Kessel wieder nach oben. Und normalerweise, wenn wir jetzt hier auf Fiole klicken mit E... Und jetzt wieder auf den Kessel, wieder mit E. Gedrückt halten. Schön abgießen. Gucken wir mal, hat das alles geklappt? Du hast einen Trank gebraut. Schwacher Retterschnaps. Menge 1. Also, wir haben jetzt einmal diesen Retterschnaps gemacht. Er ist schwach, weil diese ganzen Abläufe vielleicht alle noch nicht so ideal waren. Das Ganze braucht auch Übung. Und das war jetzt für mich das allererste Mal Retterschnaps brauen. Ich habe den vorher noch nicht gebraut. Ich habe vorher halt nur dieses Rezept gemacht, dieses Parfum. Und auch das ist noch ein bisschen tricky, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber du siehst, man kann jetzt schon mal einen Speicherschnaps brauen. Später, wenn du darin besser bist, kriegst du auch mal mehr als nur Menge 1 raus. Das ist natürlich dann sehr praktisch. Und bei den anderen Tränken ist es so, dass dann die Wirkung vielleicht besser ist. Aber grundsätzlich haben wir damit schon mal das, was wir wollen. Früher vom Feuer gemusst? Und da kommt nochmal meist so eine Info, hätte es früher vom Feuer gemusst. Also es kommt meist nochmal so eine kleine Info dazu, was hätte man besser machen können. Und genauso, wenn wir in unser Inventar reingehen, auf den Spieler hier oben gehen, haben wir hier natürlich auch noch unsere Fertigkeiten. Wenn wir hier weitermachen in Alchemie und hier dann irgendwann auch Skillpunkte verteilen, zum Beispiel dieses hier. Der Prozess des Brauens verfügt über eine größere Toleranz gegenüber kleineren Federn, wodurch Tränke höhere Qualität leichter oder in höherer Qualität leichter zu brauen sind. Das heißt also, wir haben eher eine Chance, schwierigere Tränke in besserer Qualität zu brauen. Also wenn wir diese Skillpunkte irgendwann hier skillen, beziehungsweise hier unten noch weitere, ne, hier haben wir das Rätsel des Equilibriums, haben wir dann hier Stufe 2
und so weiter. Also das wird dann natürlich immer besser. Also wir haben mehr Toleranzen. Das heißt, wenn wir mal nicht genau auf die Sekunde genau die Basis kochen oder die Zutaten kochen, das vielleicht nicht so perfekt abfüllen oder sowas, dann haben wir da mehr Toleranzen und wir kriegen trotzdem bessere Rezepte daraus, beziehungsweise bessere Tränke dann daraus. Also, wenn dich Alchemie interessiert und so ein bisschen für nebenbei ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht für jeden, hier so ein paar Punkte reinskillen, sollte man sich tatsächlich überlegen. Und auch das einfache Üben der Alchemie bringt uns ja was. Wir leveln dadurch natürlich auch und das macht natürlich auch Sinn. So, jetzt gucken wir uns natürlich nochmal das zweite Rezept an und zwar diese Minte. Das Ganze war ein bisschen tricky, hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, aber irgendwann hat man das dann auch als Basis schon hergestellt. Irgendwann schafft man das. Retterschnaps hatten wir gerade. Kamillenaufguss, Löwe und so weiter. Und hier haben wir schon die Minte. Genau. Ein Parfüm, dessen Geruch zwar schwach, jedoch von langer Dauer ist. Also erhöht Charisma für kurze Zeit, auch immer wieder ganz gut, wenn man mal irgendjemanden überzeugen möchte. Höherer Charismawert ist immer ganz praktisch. Kann man also selbst natürlich auch ganz gut verwenden. Wenn es mit einem anderen Parfüm kombiniert wird, senkt es den Charismawert allerdings. Also muss man da natürlich auch aufpassen, dass man dann nicht alles Mögliche auf sich drüber kippt. Du benötigst Wein, 3 Handvoll Löwenzahn sowie jeweils eine Handvoll Ringelblume und Minze. Jetzt geht das schon los. Also wir brauchen Löwenzahn, Ringelblume und Minze. Das heißt, wir gehen direkt hier in unser Inventar, gucken hier nach Löwenzahn. Da haben wir ihn, Doppelklick drauf, jawohl, der Sack steht, Ringelblume, Doppelklick und dann brauchen wir jetzt noch hier die Minze, nehmen wir einfach alles frisch und dann haben wir hier schon mal unsere 3 Komponenten. Jetzt gucken wir gerade noch mal ins Buch, was sind denn dann die nächsten Schritte? Zerkleinern Sie den Löwenzahn und die Minze, gib alles in den Kessel. Wir fangen also erstmal wieder an mit der Basis, wir gehen zurück mit R, schnappen uns hier die Weinbasis, dann haben wir das schon mal, E hinzugeben, jawohl, gib rein. Dann brauchen wir 3-mal Löwenzahn. Schön alles gemörsert. So, rein damit. Jetzt ist natürlich die große Frage, kann ich auch alle 3 gleichzeitig mörsern? Ich habe jetzt hier 2-mal Löwenzahn reingeschmissen und es gemörsert. Wir werden sehen. So, das wäre natürlich praktisch, wenn man einfach alles 3, also 3 Handvoll Löwenzahn zusammenmörsern könnte. Wäre natürlich sehr gut. Also, werden wir gleich sehen. So, dann brauchen wir die Minze. Auch die nehmen wir. Die wird auch zermörsert. Vielleicht kann man sogar alles zermörsern. Das wäre natürlich praktisch, ne? Einfach alle Zutaten direkt alle hier in diesen Tiegel da rein. Zack, zack, zack. Mal eben alles hier in den Mörser und dann gib ihm. Das wäre natürlich sehr praktisch. So, jetzt haben wir hier alle 3 Komponenten drin. Also, alle 2 Komponenten. 3-mal den Löwenzahn, 1-mal die Minze. Lasse das Gemisch 2 Sanduhrdurchläufe kochen. Das machen wir jetzt gleich als nächstes. Dann kommt die Ringelblume dazu. Gib die Ringelblume in den Kessel und lass alles für einen Sanduhrdurchlauf nochmal kochen. Zu guter Letzt wird es dann auch noch destilliert. Also, zum Schluss kommt die Ringelblume dazu, aber wir lassen das jetzt erstmal für 2 Sanduhrdurchläufe kochen. Heißt also runter damit. Einfach mit E anklicken, dann geht das runter und wir stellen jetzt schon mal die Uhr um, denn es fängt an zu kochen. Einmal, gleich kommt direkt nochmal der Wechsel, also 2 Uhrdurchläufe. So, jawohl, und nochmal der Wechsel. Und dann kommt nämlich gleich noch die Ringelblume dazu. Ab in den Kessel und nochmal die Sanduhr durchlaufen lassen. So, kurz bevor es durchgelaufen ist, hebe ich schon wieder hoch. So. Und dann kommt jetzt der Destillator. So, dafür klicken wir einmal die Fiole an, halten das an die Destille hier. Destillieren, gedrückt halten. Dann füllt er sich das direkt ab. Wie so ein bisschen so ein einfacher Alambik. Dann wird hier nochmal schön
Feuer gegeben und es tropft da langsam raus. Und wir haben im Idealfall... Du hast einen Trank gebraut. Auch schwach. War skillmäßig vielleicht nicht wieder on point. Und gleich hören wir auch noch mal kurz, was er sagt dazu. Aber immerhin reicht das. Also für die Quest reicht das auf jeden Fall. Schwache Minte, das kann man vielleicht 2-3 Mal herstellen. Aber dann hat man das auf jeden Fall schon mal hergestellt. Und jetzt machen wir einmal Escape und hören, was er sagt. Frische Kräuter wären gut gewesen. Frische Kräuter wären gut gewesen. Das ist ein Ding, denn es waren eigentlich frische Kräuter. Vielleicht hatten sie nicht mal 100%, aber dadurch wäre wahrscheinlich das Getränk dann einfach oder der Trank nochmal besser geworden, das Parfüm. Immerhin haben wir es jetzt aber so weit geschafft. Also, wenn du Bock hast, rein in die Alchemie. Ist manchmal ein bisschen kompliziert. Ja, man muss vielleicht auch ein paar Mal mehr nochmal ins Buch reingucken, aber irgendwann kriegt man das hin und spätestens, wenn man die ersten Skillpunkte verteilt hat, läuft es auch viel besser. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.